Herzlich willkommen im Jungen Museum Frankfurt. Die Erlebnisräume und Werkstätten sind für euch geöffnet. Kann ich, Susanne, anfangen? Ja, zeig das doch mal. Ich sitze hier auf Ebene 3 im Jungen Museum in unserer historischen Drogerie. Man kann reingehen und darf das alles anfassen und darf damit arbeiten. Das ist Medizin, Marianne. Nein, das ist Tee. Das ist die Apotheke. Nein, das ist Tee. Tees werden manchmal gemacht, Zahnpulver wird gemacht und im Kaufladen wird verkauft und abgewogen und eingepackt. Wie war das eben vor 100, 120, 130 Jahren? Ich habe es eilig. Wir haben einige historische Spielräume. Darüber hinaus gibt es natürlich Kreativwerkstätten, wie die Druckwerkstatt, die ja auch ein historischer Raum ist, und die Papierwerkstatt. Und die Werkstätten findet ihr hier im Keller, nicht auf dem Dach. Also wir drucken hier und rollen einmal drüber. Dann rollen sie das hier über die Buchstaben, ziehen die Walze einmal hier drüber, so. Und das muss dann aber noch ein bisschen trocknen, weil sonst verwischt das. Geduld. Ich habe aber keine Geduld. Ein Papier aufschlag. Ich glaube, jetzt ist zu viel Wasser drin. Happy Birthday, liebes junges Museum. Happy Birthday to you. Das Junge Museum ist 1972 eröffnet worden. Das gibt es also jetzt schon 50 Jahre, deswegen feiern wir ja. Und da ging es damals schon darum, die Stadtgeschichte von Frankfurt so aufzubereiten, dass es Kinder gut verstehen können. Die haben sämtliche Ausstellungsstücke auf die Augenhöhe von Kindern gebracht, also niedrig, so dass Erwachsene sich bücken mussten. Und das war schon skandalös. Ein eigenes Museum nur für Kinder, das ist komplett neu gewesen in Europa. Das kannte keiner. Und natürlich haben wir das immer weiterentwickelt und immer neue Sachen ausprobiert. Und das Junge Museum ist heute viel, viel mehr und viel, viel größer, als es 1972 als Kindermuseum angefangen hat. Übrigens, ihr dürft hier alles anfassen. Das ist das besonderste Museum der Welt. Als nächstes startet die Führung. Aber du musst schon auf den Knopf drücken. Als nächstes startet die Führung. Also wir haben eine Chronik, das ist ganz viel. Wir haben sehr viele Ausstellungen gemacht in der langen Zeit. Kleine Welt aus Papier war eine sehr ästhetische Ausstellung. Überall ist Entenhausen, war auch sehr lustig. Kunstdesign und Barbie war dann 1994, 95. Das war meine erste Ausstellung. Vom Brei zum Buch, übers Papierschöpfen, Buchbinden und so weiter. Leben im, am und auf dem Main 2001 bis 2003. Weltspielzeug über Upcycling, wie man einen Kaiser macht 2006 bis 2007. Die Architekturwerkstatt, die Kinder haben einen Architekturparcours durchlaufen und wurden dann selber zu Architekten und haben eine Stadt geplant. In der Hauptwoche haben wir dann unter der Stadt, hatten einen U-Bahn-Wagen in der Ausstellung. Und Sorry, Susanne. Das Museum schließt in 5 Minuten. Ja, jetzt komme ich ins Schwimmen. Ihr merkt schon, wir kleben nicht unbedingt an der Stadtgeschichte von Frankfurt, sondern wir machen dann eben auch Themen, die für Kinder wichtig sind. Ich habe ein paar ausgelassen, ich habe jetzt nicht alle aufgezählt. Das war so der schnelle Ritt. Wir haben mehrmals ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wir haben angefangen mit unserem Outreach-Programm. Das heißt, wir sind von Mai bis September auch noch außerhalb des Museums bei den Kindern. Wir machen Rallyes und haben in dem ganzen historischen Museum, zu dem wir ja gehören, Familienspurstationen in die Dauerausstellungen eingebaut. Das ist unsere Kompetenz und das bringen wir sozusagen in das historische Museum mit ein. Also, das Museum schließt jetzt.
nicht. Es hat nämlich schon seit 50 Jahren für euch geöffnet. Herzlichen Glückwunsch! Also ich wünsche mir viele begeisterte BesucherInnen immer wieder und dass wir weiterhin ein Kulturort für Kinder und Familien in Frankfurt sind, auch in den nächsten 50 Jahren.